Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWR Sports. Heute sind wir in Arras im Enduro-Zentrum. Arras de los Olmos, im Hotel Arras Rural. Beim Tom Wolf. Wir haben hier ein paar Teile hergeschickt, um uns besser vorbereiten zu können. Wir warten hier auf meinen Hallgeber, der Mucken macht. Wir haben Reifen da, wir warten noch aufs Rockoil, das ist noch nicht angekommen. Der Lichtmaschinenkontrollleuchte, die ist kaputt gegangen am Jörg. Und sonst haben die Mopeds eigentlich ganz gut durchgehalten. Ja, die laufen rund, also meine läuft sagenhaft, bis auf den Umkipper. Aber Einen Umkipper, der ist ja in den Straßenrand reingekippt. Video kommt hier mit drin. Und ich habe meine, in einer zweispurigen Autobahn ist es ausgegangen. Und da war halt kein Standstreifen. Und da habe ich sie mal ganz kurz in die Leitplanke einfach abgelegt. Da kommt keiner, hilft dir, du hast voll verloren. Hier hoffen wir, dass wir jetzt die letzten kleinen Kinderkrankheiten beheben und die Mopeds fertig machen für unseren Auftritt in Marokko. Wir sind nichts mehr weit von der Fähre entfernt, deshalb haben wir diese Location ausgesucht. Es ist nebenbei hier wunderschön, es ist beeindruckend. Musste ich mit meiner Familie auch nochmal herkommen. Die nimmt mich beim Wort, wenn sie das jetzt hört. Ja. Also unser Auftrag für heute ist: Erstmal Wartung machen, Reifenwechsel, Ölwechsel, Lämpchen tauschen und gucken, wo die restlichen Teile sind und dann vielleicht noch wegfahren, ein paar Sachen besorgen. Jo, unterwegs ist noch eine kleine Misere passiert, eine kleine teure. Oh ja, der Kollege Schnabel hat seine Helmkamera verloren, seine nagelneue DJI. Die ist an mir vorbeigeflogen. Ich hätte sie nicht fangen können, aber ich habe mir überlegt, was mir da entgegenkommt. Unten nicht einmal beim Aufschlagen habe ich gemerkt, erst wie der Jörg seinen Kopf so bewegt, habe ich gewusst, das war die Kamera. Echt scheiße. Jetzt können wir uns begleiten bei unserem Kundendienst. Seid gespannt, bleibt mit am Ball. Bis gleich. So, wir sind beim Tom Malelobo, ehemals Malelobo in Arras. Das Intro habt ihr ja gesehen. Was bedeutet Malelobo? Malelobo, mein Familienname ist Wolf und Malelobo der böse Wolf. Das hat sich irgendwann einmal so ergeben. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Was hast du für eine Verbundenheit mit BMW? Wie bist du dazu gekommen? Ich habe das Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Damals einer der Urväter mit den Enduroparks war der Richard Schalber. Mit dem bin ich irgendwann einmal zusammengerumpelt und habe jetzt mehr als 30 Jahre auf dem Buckel alles mit BMW und GS. Von der Gründung vom Enduropark her oder von den ersten Jahren über alle GS-Modelle bis zum heutigen Tag. Irre. Ja, 30 Jahre. Der Richard Schalber, war der direkt bei BMW angestellt, oder? Nein, überhaupt nicht. Das war ja ein Enduro-Fahrer, deutsche Meisterschaft, der hat sogar Weltmeistertitel gehabt. Und ein freier Mensch, der irgendwann BMW mehr oder weniger das schmackhaft gemacht hat, dass wenn du eine Waffe verkaufst, brauchst du auch die Möglichkeit, die zu präsentieren. Und hat so diese Trainings für die GS-Fahrer kreiert und entworfen und ist über irgendeinen glücklichen Zufall in Heschlingen hängen geblieben. Hat BMW das offeriert, hey, das ist kaufbar, das steht zur Disposition. BMW hat es gekauft und es war ja absolutes Erfolgsmodell, wenn du überlegst, von 93 bis heute, in den ersten Jahren 300 Teilnehmer im Jahr, heute über 4000. Also das brummt. Was war Hechlingen vorher? Das war ein Steinbruch. Die haben dort für Straßenbau und so weiter Material gewonnen. Jetzt sind wir gerade vor so alten Zweiventilern. Jetzt habe ich gehört, du warst auch schon mal bei der Dakar dabei. Was hast du da gemacht? Ich war Fast Mechanic. Ich bin mit meinem Kollegen Gregor im Auto den Bikes hinterher gehischelt und habe dann, wenn Reparaturen nötig waren, das auf der Strecke repariert. Und wieder Aber damals war es kein Zweiventiler mehr. Nein, das war die Ära danach. Hast du es gerade so verpasst, ne? Ja, wir haben dann schon den Vierventiler gefahren. Ein auf 900 Kubik reduziertes Bike. Die Doppel-R? Die Doppel-R. Und sensationelles Motorrad, keine Frage. Ja, und da war ich insgesamt 4-mal mit BMW da, auch bei der Dakar. Die größte Aktion, die man sich so vorstellen kann. Das glaube ich. Also viel größer geht es nicht. Ja. Was empfindest du, wenn du so einen alten Zweiventiler siehst? Wie geht's dir dabei? Du, ich kenne die GS seit den ersten Stunden und bin ein absoluter Zweiventil-Fan. Habe auch mehrere selbst und muss sagen, es ist
nach wie vor sensationell, wie schön sich so ein Bike fahren lässt. Wie sanft und ein Vergasermotor läuft. Die sind hubraummäßig noch ein bisschen hergerichtet und so weiter. Hast also auch genug Dampf. Sensationelles Motorrad, keine Frage. Ist halt heute nichts mehr denkbar, ne? Abgaswerte, Ja. die ganzen Verordnungen. Ja. Aber wir können das Ganze noch in hochleben lassen. Ne? Ja. Du, wenn du die 3 Motorräder hernimmst, die weltweit laufen, das ist ein 0,%-Satz, was in Sachen Emissionen und so. Also ich glaube, da brauchen wir uns nicht das schlechteste Gewissen zu machen. Also müssten wir da mal Kundschaft mal einladen, dass wir hier nach Aras kommen und machen mit dir mal so ein Zwei-Ventiler-Wochenende. Machen wir mal, lassen wir es mal krachen. Also wer da Bock drauf hätte, schreibt es einfach unter die Kommentare oder schreibt mir eine Mail. Das wäre mal eine Idee, nur so unter sich. Ne? So ein kleines Zwei-Ventiler-Stammtisch hier. Es ist so, wir haben hier eine sensationelle Gegend. Endurofahren ist es einfach ein Paradies. Und es wäre natürlich ein Highlight, mal wieder was mit 2 Ventilen zu machen. Bin ich sofort dabei. So Enduro-Boxer-Treffen in Spanien. Für 20 Leute, 30, mehr 20, 30. Naja, wir haben ein Hotel hier mit 15 Doppelzimmern. Wir haben 12 Cabañas für jeweils 5 Teilnehmer. Und man könnte ja ohne weiteres auch sagen, man zeltet. Spanien, ein angenehmes Klima. Also da können schon 100 Leute, könnte man da durchschleusen. Könnt ihr mir gut vorstellen? Wäre geil, wenn ihr Bock drauf habt da draußen. Also mich würde es freuen, mir gefällt es da. Es gibt einen super Schrauber vor Ort. Ne? Jetzt hat er wieder dunkle Haare. Hast du früher mal gehabt, ne? Ja, und auch sonstige Dinge. Das ist ja jetzt nach mir, führt es der Manfred Spitz mit seiner Familie, mit seinen Töchtern durch. ERT-Trainings. Wir haben hier immer aktuelle BMW Leihflotte, da kann man auch mal ein Training so machen. Aber dieses 2-Ventil-Ding, das wäre der Kracher. Ja, das wäre so richtig cool. Ist auch von der Anfahrt super. Also wir sind da runtergestoßen mit dem kaputten Haltegeber in 1,5 Tagen. Also man kann nichts sagen. Ne? Ich bin froh und stolz, dass ich euch da ein bisschen unterstützen kann für euer Projekt. Das ist ja echt ein Megaprojekt. Und die letzte Station in Europa zu sein. Und ja, wünsche ich ganz viel Glück, dass das gut läuft. Genau, weil du es gerade sagst, die letzte Station. Warum sind wir denn eigentlich da? Also wir haben euch beim letzten Video gesagt, dass wir Paris ausgelassen haben, weil es einfach von der Zeit nichts mehr hingehauen hat. Die Mopeds sind gerade so fertig geworden und wir haben uns halt gedacht, wir fahren doch nicht auf die Fähre und fahren nach Marokko und die Motorräder sind kein einziges Mal durchgeschaut worden. Wir haben uns Aras ausgesucht, weil wir gewusst haben, beim Tom, da werden wir gut empfangen. Wir haben ein Hotel da unten, da können wir schlafen. Wir haben... Unser Öl ist nicht gekommen. Ne? Essen. Wir haben Öl, Essen ist wichtiger. Gegessen haben wir heute nur Chips, da kommt nachher gutes Essen. Wir haben Öl da unten, wir haben ein wenig Werkzeug da unten und wir können das Motorrad noch mal durchschauen, bevor wir unseren Blödsinn starten. Wir haben auch improvisieren müssen. Heute haben wir Mousse zurechtgeschnitten. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe den Joachim Liebel extra angerufen. Bevor wir nichts machen, schneid's zurecht. Also auch für die da draußen, das ist nicht das, was ihr machen sollt. Wartet lieber, kauft euch ein anderes, aber wir haben es halt einfach gemacht. Ne? Improvisation ist alles. Ne? Ja. Ich danke dir nochmal. Das habe ich zwar schon mal gemacht, aber ich mag dir nochmal. Ich drücke dich nochmal vor allem. Es ist total toll, dass ich dich kennen darf. Danke. Und dass ich deine Hilfe genießen darf. Euch da draußen, danke fürs Zuschauen. Wir nehmen Jörg nochmal mit rein, der muss heute das Kamerakind spielen. Euch da draußen, danke fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram. Tom Long heißt der Viewport. Weiter. TikTok und auch Kohl. Ciao. Servus.